Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Wir sind im Peak District mittlerweile angekommen und haben hier eine wunderbare Aussicht auf die verschiedenen Gegenden um uns herum. Der Ort, an dem wir uns jetzt befinden, ist der höchste Gipfel in der Gegend hier. Das ist das sogenannte Man Tor. Und ich habe jetzt nicht so unbedingt die Biere gefunden bisher, die ich unbedingt verkosten wollte. Das ist nämlich zum Beispiel das Timothy Taylor Landlord und das Deeks Old Peculiar. Und wir sind hier in der Nähe von Yorkshire. Das ist, glaube ich, noch Nord Derbyshire. Aber theoretisch gibt es hier Pubs in der Nähe, die das servieren. Die muss ich nur noch ausfindig machen. Und um auf Nummer sicher zu gehen, um von den Klonen mein liebstes Bier auch wirklich mal zu probieren, habe ich mir im Supermarkt eine Flasche gekauft von Timothy Taylor Landlord und dachte, ich verkoste das jetzt mal. Und dann gucke ich mal, wie erfolgreich ich noch in den nächsten Tagen bin. Was ich schon probiert habe, sind so Biere wie Marston's Pedigree und Tetley's Bitter. Die sind aber beide von der Qualität nicht mehr so ultra gut, weil die so hochindustrialisiert sind. Also der Geschmack ist dann so ein bisschen wässriger, als man das bei anderen Bieren hinkriegt. Und es gibt eine lokale Brauerei hier, die heißt Abbeydale, die ist sehr berühmt für ihre fruchtigen Pale Ales. Und die hat auch einen Best Bitter, das ich probiert habe, das heißt Daily Bread, das war wirklich ausgezeichnet. Dazu kann ich ein paar Infos nochmal in die Videobeschreibung packen. Und jetzt probieren wir mal dieses Bier hier. Das hat mir jetzt natürlich, weil es aus der Flasche kommt, ein bisschen mehr Kohlensäure. Das wird also hopfiger sein als aus dem Cask. Und ich habe mir hier so ein tolles Verkosterglas selber geschnippelt aus einer Flasche, weil ich kein zerbrechliches Glas hier hochschleppen wollte. So, dann probieren wir mal. Also es hat sehr viel Schaum, ja, das wird im Cask nicht so sein. Ja, die Hopfennote ist tatsächlich gar nicht so intensiv. Ich habe es jetzt im Mai nochmal selbst gebraut probiert und da war das schon ein bisschen knackiger. Aber ich meine, ich erkenne den Styrian Golding, der ja Savinski Golding im Original ist. Das ist also nicht, wie früher Styrian Golding genannt wurde, eine Mischung aus Savinski Golding und Styrian Celea. Sondern wirklich der reine Savinski Golding. Ja, das scheint wirklich eines der wenigen Biere zu sein, die mir aus der Flasche sehr gut schmecken. Meist ist die Flasche ja ein bisschen zu süß, das ist jetzt hier sehr gut ausgewogen. Es ist ein Ticken süßer, als wenn man es selber macht, weil man dann ja die knackige Bittere mit 30 IBU reinkriegt. Hier ist das jetzt schon so ein bisschen ausgewogen. Das ist so ein bisschen süß, ein bisschen bitter, sehr malzig. Es ist ja auch ein bisschen dunkler, als wenn ich das aus 100% Gold Promise mache, weil hier jetzt ja noch am Ende des Läuterns ein bisschen schwarzes Malz dazu getan wird. Ja, sehr lecker. Die Malzigkeit ist ein bisschen weniger als bei mir. Ich benutze ja den Hefestamm DY-Yeast 1469, der früher von Timothy Taylor benutzt wurde. Die benutzen jetzt angeblich eine neuere Hefe, seit, ich glaube, 2012 oder so. Jo, dann gucken wir mal, wenn ich noch ein paar Biere probiere, schneide ich das jetzt hier hinter. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in Deutschland wieder. Oder ich habe Glück und finde in der Nähe von London noch Fullers oder Meantime zum Beispiel. Die würde ich auch echt gerne probieren. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe das Theakston Old Peculiar gefunden, das Old Pack, wie man so schön sagt. Ich hoffe, man kann mich verstehen bei der Soundqualität hier. Und ich gucke jetzt mal, wie es riecht. Ja, dezent malzig, ein bisschen röstig. Das wurde mir vor der Abfahrt noch empfohlen, dass ich auf jeden Fall versuchen sollte, das mal vom Cask zu finden. Deswegen war es mir wichtig, das mal zu erwischen. Das soll ja mit Styrian Golding trocken Hopfen gestopft sein. Das rieche ich jetzt nicht unbedingt raus. Es ist ja auch so wenig Kohlensäure drin, dass man wenig Hopfenaromen wahrnimmt. Probieren wir mal. Oh, das ist richtig gut. Entschuldigt die Soundqualität. Also, es ist sehr röstig, knackig bitter, aber es ist auch relativ süß. Und deswegen ergibt das so insgesamt eine Lakritznote, die jetzt etwas herb ist und so ein bisschen sehr kaffeeig auch. Aber ich hatte auch vor kurzem ein anderes Bier, das war dann eher so richtig süß-lakritzig. Das ist jetzt sehr gut ausbalanciert, ziemlich anspruchsvoll, also sehr geschmacksvoll im Gegensatz zu den Bittern, die ich jetzt hier zum Beispiel probiert habe. Aber tatsächlich echt lecker. Also man riecht die Röstmalze auch. Ja, also so um Welten besser als die Flaschen. Man muss wirklich sagen, sehr leckeres, süffiges Bier. Mit 5,5% natürlich nicht jetzt sowas, was man gut wegtrinken könnte. Ein bisschen anspruchsvoller und wahrscheinlich zu stark schmeckendem Essen auch ganz gut geeignet.
Das wäre es erstmal. Jetzt haben wir auch endlich das Timothy Taylor Landlord gefunden. Wie ich glaube, wie das im Norden üblich ist, wird das auch mit einer ordentlichen Menge Schaum serviert. Die ist jetzt ein bisschen zusammengefallen, aber es war ein guter Zentimeter. Das war ja, wenn ihr euch erinnert, in Kent ganz anders. Und dann schnuppern wir mal dran. Ja, es riecht deutlich anders als aus der Flasche. Es riecht nämlich tatsächlich nach diesem keksigen Pale Ale Malz Aroma, das ich auch von meinem eigenen Klon kenne. Und ich nehme auch tatsächlich den Hopfen wahr, obwohl hier ja auch wenig Kohlensäure ist, ist der wahrnehmbar. Also ich würde sagen, im Vergleich zur Flasche deutlich intensiver in allen Arten. Ja, sehr voller Geschmack. Ein bisschen dezent am Anfang, aber dann erst das malzige, keksige und dann wird das nochmal ein bisschen fruchtig. Das könnte von der Hefe sein. Die Hefe, also das schmeckt tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich, wie ich das jetzt von der Wyeast 1469 West Yorkshire Ale kenne. Nämlich, das sind ja diese leichten Fruchtnoten, die man von der bekommt. Und die bittere ist wirklich dezent, die merkt man wahrscheinlich jetzt nach so 3-4 Schlücken. Ganz klein bisschen hängt die so ein bisschen nach, dass man dazu angereizt wird, den nächsten Schluck zu nehmen. Also sehr exakt, so wie ich das auch gebraut hatte, da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Und wirklich ein ausgezeichnetes Bier, was sehr, sehr lecker ist, kann ich nur empfehlen. Wir sind heute in St. Albans, einer hübschen, sehr kleinen Stadt in der Nähe von London, wo die Harry Potter Studio Tours in der Nähe sind, da waren wir heute. Und es gibt hier eine ganze Reihe Pubs und wir sind jetzt in einem Fullers Pub, wo es das ESB gibt. Und das möchte ich jetzt unbedingt probieren, denn das habe ich ja schon tatsächlich zweimal versucht zu klonen. Beim letzten Mal war das Rezept besonders präzise, aber die Umsetzung war nicht ganz genau, weil ich glaube, ich war zu hopfig und zu wenig Hefearomen. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier riecht und schmeckt. Oh wow, sehr vielschichtig. Karamell-Toffee, aber auch Hopfenaromen, ein bisschen von dem Northdown, der so ein klein bisschen schärfer ist, aber auch die Orangenmarmelade von der Hefe. Boah, ist das intensiv. Ja, am Anfang Orange, ein bisschen was von dem Hopfigen, sehr den Mund füllend, also das Partygeiling schlägt hier voll durch. Wirklich ein volles Bier, intensiv karamellig, das wird das Crisp Caramel 150 sein, oder Crystal 150 heißt das. Und ja, ganz wenig bitterer am Ende, auch wenn es 35 IBU sein sollen, also sehr ausbalanciertes Bier, was nicht so nachhängt. Ja, das wäre es erstmal.